Merry Christmas and a Happy New Year! Ganz so weit sind wir zwar noch nicht, aber heute, wo dieses Video online geht, ist der 24.12. und ich möchte euch allen ein ganz fröhliches Weihnachtsfest wünschen und hoffe, dass ihr schon einen schönen Tag mit euren Familien gehabt habt oder noch in Zukunft habt. Dieses Video heute ist vor allem dafür gedacht, weil wir uns einfach mal bedanken wollen, weil wir so ein bisschen erzählen wollen, was wir in der letzten Zeit gemacht haben und was wir vielleicht in Zukunft noch vorhaben und euch einfach so einen kurzen Einblick darüber geben wollen. Es geht gar nicht explizit um den einen oder anderen speziellen Kastenwagen, sondern einfach um unseren Togo Reisemobile Kanal, den wir hier haben und der sehr viel von unserem Herzblut und unserer Zeit in Anspruch nimmt. Und da haben wir einfach gedacht, das ist der heutige Tag als Feiertag ist ein richtig schöner Tag, um mit euch so ein bisschen die Gedanken zu teilen und vor allem auch im wahrsten Sinne des Wortes Danke zu sagen und euch noch das ein oder andere, was wir über die letzten Tage, Wochen und Monate für euch gesammelt zu haben, zu verlosen. Und einfach unter denjenigen, die sich das anschauen, einfach noch mal ein paar schöne Sachen, die wir haben, zu verteilen. Wer genau das möchte, kann unten in den Sprungmarken direkt weiterspringen. Das passiert ziemlich am Ende des Videos. Dafür müsst ihr aber nicht alles hören, was ich heute hier zu sagen habe. Dürft also direkt dahin springen. Wer Interesse daran hat, was wir gemacht haben, so ein paar kleine Insights zu bekommen und auch zu erfahren, was wir vielleicht im nächsten Jahr noch im Einzelnen vorhaben, der darf gerne einfach hier dranbleiben und schaut euch das an. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Lasst uns mal kurz gucken, was wir heute vorhaben. Ich habe gedacht, ich kann mich hier ganz großartig darauf vorbereiten und hatte angefangen, mir Listen zu machen, was ich alles sagen will und wie ich mir das vorstelle. Das ist aber gar nicht so einfach, weil alles das, was ich mir gedacht habe und wo ich bei unseren Herstellern angefragt habe und gesagt habe, ich möchte so ein bisschen Jahresende-Rückblick machen, könnt ihr mir einen Ausblick geben, wo das hingeht, ist einfach unfassbar schwer zusammenzufassen. Es ist und bleibt eins der verkorkstesten Jahre, die wir gehabt haben in der letzten Zeit. Und da will ich an dieser Stelle auch nicht beschönigen. Heute ist zwar das Fest der Liebe, aber es sind nicht alle Situationen liebevoll dieses Jahr abgelaufen. Und da muss man auch realistisch sein und sagen, hey, es gibt viele Dinge, die, glaube ich, wirtschaftlich momentan nicht so richtig rund laufen. Und da kämpfen alle mit den Mitteln, die sie haben und versuchen, die Situation so gut wie möglich irgendwie zu umschiffen oder gemeinsam mit den Kunden und den Herstellern dadurch zu manövrieren. Aber das ist wirklich eine Aufgabe, die für uns wahnsinnig schwer ist. Ich habe so eine Situation so noch nicht erlebt und ich habe ja die Firma vor ungefähr 15 Jahren von meinen Eltern übernommen. Und wir sprechen immer noch sehr viel über das, wie war es früher, wie ist es jetzt, was erwarten wir in Zukunft. Und man muss ehrlicherweise sagen, so eine Situation, eine Ausnahmesituation wie dieses Jahr, wo alles kumuliert zusammenkommt, Auswirkungen aus Corona-Zeiten, Lieferkettenengpässe, Chipkrisen, Container am falschen Ende der Welt. Es sind viele Dinge, die uns hier beeinflussen und dieses Jahr kommt alles in der Wohnmobilbranche zusammen. Und das sieht man am besten wahrscheinlich an der Liefersituation beim Fiat Ducato, die einfach gleichbleibend unglücklich ist. Aber ich kann auch nicht genau sagen, wann es wieder schön wird. Ich kann sagen, wir sind mit euch in einem Boot und wir wollen das gerne. Und eigentlich war mein Ziel heute zu sagen, hey, so und so geht's weiter. Ab dann und dann können wir davon ausgehen, dass alles wieder in ruhige Fahrwasser geht. Aber das kann heute keiner sagen. Es gibt Stimmen, die sagen, hey, man kriegt ja jetzt so langsam mit, dass Fiat vom Ducato 8 auf den Ducato 9 umschwenkt. Das sind ja die ersten Pressemitteilungen auch, wo man einfach sagen kann, da werden Dinge hoffentlich runterlaufen, dass damit deutlich zuverlässiger es läuft. Aber wir schieben eben auch einen relativ großen Berg an verschobenen oder verzögerten Auslieferungen vor uns her. Und das werden wir im Laufe des Frühjahrs abarbeiten. Was ich ganz klar sagen kann, wenn euer Auto bei uns eintrifft, wir sind hier gut vorbereitet, wir haben die Teile liegen und in dem Augenblick, wo das Auto da ist, werden wir schnellstmöglich dazu kommen, was ist. Was mich viele Leute immer fragen ist, aber wenn ich jetzt fürs Jahr 2023, also fürs Kalenderjahr 2023 mit dem Fahrzeug irgendwohin losfahren will, was mache ich denn am besten? Und da muss ich sagen,
Das ist eine ganz, ganz schwierige Frage, weil wir einerseits natürlich Liefertermine haben, die uns fest zugesagt sind, wo man sagt, dann und dann gehen wir davon aus, dass dieses oder jenes Fahrzeug kommt. Aber wenn du wirklich 100% sicher sein willst, dass du mit dem Fahrzeug, was du dir kaufst, bestellst, losfährst, dann musst du eigentlich sicher sein, dass das Chassis schon gebaut ist. Im Idealfall das fertige Wohnmobil bei uns beim Händler vor der Tür steht und da einsteigen, weil dann kannst du sicher sein, dass es losgeht. Und der Rest sind dann ehrlicherweise Individualgeschichten, auf die wir im Gespräch miteinander eingehen müssen, wo man sagt, guck mal, das sind die Indikatoren, die dafür sprechen, dass was gut geht, das sind die Indikatoren, die nicht so dafür sprechen. Das ist für beide Seiten momentan ein bisschen eine schwierige Situation, aber wir kommen da gemeinsam durch und ich bin guter Dinge, dass es sich Stück für Stück auflöst. Hoffentlich. Aber ich will mit guter Laune ins Jahr 2023 starten und auch da reinkommen. Ich habe natürlich mit unseren Herstellern gesprochen und habe gesagt, wenn es um 2023 geht, was wird denn bei euch noch passieren? Was kommt? Kommen irgendwelche exklusiven neuen Dinge? Was können Kunden noch kaufen? Da muss man tatsächlich sagen, sprecht uns an, wenn ihr bestimmte Fahrzeuge im Sinn habt. Wir haben weit mehr im Vorlauf, als wir wirklich inseriert haben, weil wir ganz klar dazu übergegangen sind, Fahrzeuge aktiv erst anzubieten, wenn das Fahrzeug bei uns ist. Aber natürlich können wir uns gerne auch über andere Fahrzeuge unterhalten. Und wir werden uns im Rahmen unseres Kanals eben mit euch immer wieder zeigen, was es an Neuigkeiten gibt, was an Dingen kommt. Aber dementsprechend müssen wir eben auch schauen, was ist. Aber es ist und bleibt die Hauptaufgabe dieses Kanals, einfach zu zeigen, was sich in der Kastenwagenwelt tut, damit ihr zum einen eurem Hobby vielleicht frönen könnt und wenn ihr mal nicht unterwegs seid, seht, was andere machen oder wie es geht und was es Neues gibt. Und zum anderen ihr eben, falls ihr noch kein eigenes Auto habt oder euch mit dem Gedanken tragt, was Neues zu kaufen, einfach zu schauen, was man machen kann. Und das ist dann gleich auch einer der ersten Punkte, an denen ich so ein bisschen einhaken muss. Ich habe über das letzte Jahr verteilt immer wieder E-Mails von Kunden bekommen, die gesagt haben, hey, euer Kanal ist super informativ. Da möchte ich mich erstmal für dieses unfassbar positiven Zuspruch bedanken, der Vladi und mich immer wieder motiviert, doch mit Energie an die Sache ranzugehen, was im Alltag oft gar nicht so einfach ist, Lücken zu finden, wo man filmt, weil echt viel Zeit für das ganze Thema YouTube in meinem Alltag mit weggeht und Vladi das Ganze Vollzeit macht. Und da haben uns die Leute immer wieder darauf angesprochen und gesagt, hey, ich komme aus Süddeutschland, ich bin nicht direkt bei euch um die Ecke oder ihr hattet nicht genau das Auto, was ich haben will, aber ich habe mich über euren Kanal die ganze Zeit informiert und ich würde einfach gerne mal was zurückgeben, weil das mir in der Entscheidungsfindung wahnsinnig geholfen hat und hoffentlich, das ist ja unser Ansatz, Fehler bei der Entscheidung vermieden hat, indem wir auf die Vor- und die Nachteile der einzelnen Dinge hinweisen und euch einfach drauf stoßen, was vielleicht für euch die wichtigen Sachen sind. Dieses allgemeine Beratungsthema wollen wir auch so ein bisschen weiter ausbauen und werden im Laufe des kommenden Jahres bestimmte Überblicke machen. So geht es zum Beispiel Anfang des nächsten Jahres los mit einem Überblick über die Pössl H-Line, welche Modelle gibt es. Also etwas pauschalere Dinge und auch ein bisschen mehr hier in unserem Studio drauf eingehen, was gibt es überhaupt für Grundrisse, für Ideen und sonstige Dinge. Und auf jeden Fall haben uns die Leute immer wieder angesprochen, haben gesagt, was kann ich denn tun, um auch mal Danke zu sagen. Und ehrlicherweise gibt es zwei Wege. Einen davon, der für euch ganz einfach ist. Eine Google-Bewertung über unseren YouTube-Kanal würde uns helfen. Also wer Lust hat, einfach kurz das Video pausieren bei Google, einmal nach Togo Reisemobile suchen, Bewertung abgeben und das wäre für uns eine echte Hilfe, wenn wir euch geholfen haben. Und das Zweite, wenn die Leute gesagt haben, ja, das ist ja alles schön und gut, das kann ich alles gerne machen, aber irgendwie will ich mich auch wirtschaftlich bedanken, dann werdet ihr in Zukunft sehen, dass unter den Videos klein in der Ecke, da gibt es einen kleinen Button Mitglied werden. Das ist einfach eine Option, die YouTube eigentlich für diesen klassischen Fall YouTube Content Creator mit anbietet. Die werden wir mit freischalten. Unter diesem Video sollte die das erste Mal zu sehen sein und in Zukunft eben auch bei allen anderen Videos. Das ist eine Möglichkeit, quasi einen kleinen Betrag an uns zu spenden sozusagen.
für diejenigen, die das machen wollen, vielen Dank. Es wird hinter diesem Ding aber keine zusätzlichen Inhalte geben. Wir wollen mit unserem Kanal für alle erreichbar sein, so dass ihr das, was wir bisher gemacht haben, egal ob man dafür bezahlt oder nicht, das wird immer genauso bleiben, wie das ist. Aber wir wurden halt sehr häufig darauf angesprochen, dass man sowas gerne machen würde. Und für die Leute, die das machen wollen, herzlich gerne. Der Knopf ist jetzt freigeschaltet. Ich möchte mich an der Stelle bedanken, dass ihr so auf uns zugekommen seid. Aber zurück zur eigentlichen Frage. Wenn ich im Jahr 2023 mit einem Auto losfahren will, was kann ich dann machen? Wo habe ich die größten Chancen, noch irgendwie ein Fahrzeug zu bekommen? Lasst uns einen ganz kurzen Schnelldurchlauf durch unsere Hersteller machen und schauen, wo was geht. Am einfachsten ist das Thema bei der Marke Lastrada abgegrast sozusagen. Für Lastrada ist es in 2023 wahnsinnig schwierig. Wir zum Beispiel werden rechtzeitig zur Reisesaison 2023 kein Lastrada mehr liefern können. Mag sein, dass der ein oder andere noch mal irgendwo aufpoppt, weil vielleicht ein Kunde zurücktritt oder sonstiges ist, aber da habt ihr keine andere Möglichkeit, als einfach den Markt zu beobachten. Die Lastrada, die wir aktuell verkaufen, sind Fahrzeuge, die wir fürs Modelljahr 24, das heißt realistische Liefertermine irgendwo im nächsten Herbst, Winter, Frühjahr 24 anzustreben, abhängig davon, was eben Sache ist. Bei Westfalia ist die Lage deutlich übersichtlicher sozusagen. Westfalia wird im kommenden Kalenderjahr erstmal natürlich vieles von dem liefern, was uns noch fehlt. Aber auch dort, und ich glaube, da verrät man nicht zu viel, wird es Produktionskapazitäten zusätzlich geben, um eben der immerhin noch großen Nachfrage gerecht zu werden. Und es wird die eine oder andere Sonderserie geben, weil auch die Basisfahrzeughersteller immer wieder Sondermodelle zulassen. So ist es aktuell zum Beispiel so, dass ihr einen Club Joker City bei uns bestellen könntet. Und der wird auch rechtzeitig irgendwann im ersten Halbjahr 2023 geliefert werden, ist die aktuelle Aussage. Genauso gibt es vom Sven Hedin dieses Sondermodell Limited, wovon wir noch den einen oder anderen Wagen zur Verfügung haben, was immerhin Sven Hedin, also 6 Meter Querbett, wunderschöne Ausstattung, schwarz Metallic, sehr viel dran und drum. Da wäre, was auch definitiv in der ersten Hälfte des kommenden Jahres kommen soll. Und dann wird Westfalia immer wieder Sonderserien von bestimmten Fahrzeugen auflegen. Aber wenn wir die bestellen können und die im Angebot sind, werden wir euch hier auf dem Kanal informieren. Aktuell ist das Einzige, was wir bei Westfalia noch bekommen könnten, ein James Cook. Den könnt ihr quasi frei konfigurieren. Wie lange das noch geht für das kommende Modelljahr, weiß ich nicht genau, aber aktuell wäre das sicherlich noch denkbar. Und den Meridian, das neue Modell auf Ford, gibt es vereinzelt Fahrzeuge, die relativ kurzfristig zur Verfügung stehen. Wir haben 3 oder 4 Meridianen, die in den ersten 2-3 Monaten des kommenden Jahres kommen sollen und werden. Ich weiß, dass die Chassis zum Beispiel schon bei Westfalia sind. Bei Pössl mit den ganzen Untermarken, die dort da sind, ist es vollkommen unübersichtlich, weil wir sehr viel von den Basisfahrzeugherstellern abhängen. Geht einfach mal davon aus, dass es von verschiedenen Baureihen verschiedene Fahrzeuge gibt. Das, was wir zur Verfügung haben, werden wir inserieren. Wenn ihr ein bestimmtes Fahrzeug habt, was ihr haben wollt, schreibt uns einfach den Typ, der da ist, vielleicht eure Wunschkonfiguration. Dafür gibt es ja auf dieser Seite pösselgroup.de einen Konfigurator, wo ihr alle Fahrzeuge konfigurieren könnt und dann schauen wir uns an, ob irgendwas aus dem Vorlauf passt. Bei allen 3 Herstellern ist es so, eine Wunschkonfiguration wird auf keinen Fall im Modelljahr 23 rechtzeitig zur Reisesaison 23 etwas werden. Wer also sagt, ich möchte mich detaillierter damit auseinandersetzen und ich will alles so haben, wie ich mir das vorstelle, was ich total gut verstehen kann, so ticke ich an einigen Stellen auch, der muss sich einfach ganz klar damit abfinden, dass fürs Reisejahr 23 das nicht mehr mit eurem eigenen neuen Reisemobil passieren wird. Und alles andere besprechen wir dann. Bärbel, Sandra, Uta und ich stehen euch da gern mit Rat und Tat zur Seite und glaube, haben für die meisten Leute schon spannende und gute Lösungen gefunden. Wir freuen uns auf jeden Fall in dem Zusammenhang auf euch. Das war so der Überblick über das, was unsere Hersteller im kommenden Jahr machen. Aber es geht natürlich eigentlich hier ja um das Thema YouTube. Und ich will euch nicht lange mit YouTube-Fakten und Auswertungen und all sowas langweilen. Ich habe mir einfach nur mal für mich zwei relativ spannende
spannende Dinge rausgesucht, einfach um so ein bisschen einen Eindruck zu geben, was hier unterm Strich passiert. Wir haben jetzt über das letzte Jahr etwas mehr als 50 Videos gemacht. Der grobe Durchschnitt ist ja ein Video die Woche. Das Samstagsvideo haben wir konstant durchgezogen. Das wird auch in Zukunft so sein. Ich hoffe, dass wir im kommenden Jahr sehr viel mehr neue Modelle wieder mit dabei haben werden. Und dazu ab und zu dieses Mittwochsvideo, was eben auch noch mit dazu kommt. Da werden wir sehen, wie sich das in Zukunft einpendelt. Wenn ich mir angucke, man kann bei YouTube einfach sagen, die letzten 365 Tage, was haben wir quasi an Videos gemacht. Dann haben wir Viewtime, also die Zeit, die Videos geschaut wurden. Und das finde ich für mich, ich bin der kleine Markus, ich sitze hier in Stove in meinem wunderschönen kleinen Studio, mache das alles mit Vladi. Wir sind hier zu zweit, ab und zu mal auf einer Messe mit Leuten drumherum. Aber ich rede mit der Kamera. Und wenn ich weiß oder wenn ich mir überlege, wie viele Menschen hinter der Kamera, also quasi auf eurer Seite sitzen, dann ist das für mich schon beeindruckend. Das hat dazu geführt, dass wir über 1,7 Millionen Aufrufe im letzten Jahr gehabt haben, über alle Videos verteilt. Und das Ganze kumuliert sich dann zu über 215.000 Stunden. Und da musste ich mir einmal kurz einen Taschenrechner nehmen und sagen, wenn ich das durch 24 teile, dann sind das 8.958 Tage. Wenn ich das durch 365 teile, dann sind das über 25 Jahre echte Viewtime, die da gekommen ist. Das heißt wirklich über 25 Jahre, die ein Mensch sitzen müsste, das zu gucken. Und das nur mit Kastenwagen bei uns hier im beschaulichen, wenn auch wunderschönen Stove. Und das ist wirklich was, wo ich sage, vielen, vielen Dank. Ich glaube, als wir vor 12, 13, 14 Jahren angefangen haben mit YouTube, war das nicht absehbar, war das nicht geplant und haben wir das selber nicht kommen sehen. Aber wir haben unser Studio gebaut. Das ist, glaube ich, das, was man sagen muss, was uns richtig viel weiterhilft, weil wir in bestimmten Situationen, bei den Messevideos hat man das ganz gut gemerkt, im Rahmen einer Messe hast du eigentlich keine Möglichkeit, eine Preisgeschichte dir ganz konkret anzuschauen. Und da haben wir es ja relativ konsequent gemacht, dass wir auf der Messe eigentlich einen schnellen Überblick für euch gemacht haben, um möglichst viel von dem neuen Material einzufangen und dann hier im Nachgang bei uns im Studio mit euch die Konfiguration vom Auto gemacht haben, um aber eben auch die Faktenseite dann nicht außen vor zu lassen. Und das ist einfach so, dass ich denke, hey, das geht für uns auf. Ich finde, das funktioniert gut. Wir haben auch da viel positives Feedback bekommen, vor allem am Anfang, aber auch viel konstruktive Kritik, gerade wenn ich solche Dinge wie Ton und sowas mir überlege. Da wirklich auch echt Kritik finde ich super, solange sie sachlich und gut gehalten ist. Wir können nur besser werden, wenn ihr sagt, was gut ist und was nicht gut ist. Und man muss ja auch sagen, wir tasten uns immer wieder in neue Themen rein. Und bei einigen Sachen haben wir im letzten Jahr gedacht, hey, das wird richtig cool, das kracht und knallt wie eine Bombe, das wird die Leute interessieren wie nichts Gutes. Und dann haben sich das ganz wenige angeguckt. Und ich muss ganz klar sagen, wenn ich mir angucke, welche Videos im letzten Jahr die erfolgreichsten sind und welche Videos im letzten Jahr die sind, die am wenigsten sind, dann steht das im genau umgekehrten Verhältnis zu dem, was wir an Zeit investieren. Nehmt mein Lieblingsvideo, weil es einfach wahnsinnig viel Aufwand gewesen ist, total viel Spaß gemacht hat, wir Feuer gemacht haben, wir im Dunkeln gefahren sind. Wir verlinken euch das mal da oben in der Ecke. Das ist nämlich ein Video, was wirklich ein bisschen mehr Aufmerksamkeit verdient hätte, wo wir mit Overland zusammen so einen Regent S von La Strada umgebaut haben. Das ist einfach was total spannend für mich gewesen ist. Aber unterm Strich scheint das nicht so gut angekommen zu sein. Oder es war die falsche Jahreszeit oder YouTube hat falsch einsortiert. Ich weiß nicht genau, was ist. Aber da leben wir natürlich auch davon, dass ihr uns ein Feedback gebt. Das tut ihr natürlich durch ich schaue es oder ich schaue es nicht. Aber auch ein Feedback gebt, was ihr gerne sehen wollt. Da werden wir weiterhin versuchen, eine Mischung zu machen. Das war in 2022 nicht immer ganz einfach, weil einfach diese Lieferengpässe, auch unser Hof ist leerer, als er normalerweise zu dieser Jahreszeit wäre. Und diese Lieferengpässe eben auch dazu führen, dass wir nicht immer unbegrenztes Material zur Verfügung haben, weil ich ja einerseits nicht unbedingt Videos machen möchte, die wir schon 10-mal gehabt haben, sondern irgendwie auch einen Mehrwert bieten will.
und andererseits eben aber auch jede Woche irgendwie was mithaben will, damit ihr einfach euch weiterhin informieren könnt. Also für mich ist wirklich mein eigentliches Highlight-Video tatsächlich eins der Videos, die am wenigsten geguckt wurden. Das ist dieses Overland-Video. Vladi habe ich vorhin auch gefragt, er hat gesagt, was war dein absolutes Highlight-Video? Er hat gesagt, auf jeden Fall das allererste mit dem Vergleich zweier Novas, weil ich da die ganz eiskalte Nummer gemacht habe. Wir kannten uns nicht und gesagt, komm, wir machen einmal Probearbeiten, du kommst, wir filmen mal ein bisschen. Dass da draus gleich ein großes Video mit zwei der teuersten und schönsten und aufwendigsten Autos geworden ist, ist, glaube ich, nicht unbedingt das ideale Einstiegsding gewesen, aber hinterher wussten wir, das kann eine gute Sache werden und er steht auch jetzt noch hinter der Kamera hier, was ihr gerade nicht sehen könnt und begleitet das Ganze. Und auch da, vielen Dank für das viele Feedback, muss man auch ganz klar sagen, ich glaube, wenn ihr euch die Qualität, also die filmische Qualität, Sauberkeit der Bilder, Bildrauschen, Ausleuchtung, Aufbau des Studios, all solche Dinge, das mache ich ja nicht selber, sondern da geht ein Großteil an ihn. Und da muss man ganz klar sagen, das funktioniert. Er ist ausgebildeter Fotograf, wir tauschen jetzt Stück für Stück auf der Homepage Bilder aus. Wir haben so viele kleine Projekte, die wir hier nebenher machen wollen, wo wir Togo, unsere Homepage nach vorne bringen wollen. Da kommt noch ganz viel vor. Und das Zweite, was mir echt viel Spaß gemacht hat, ist quasi das Begleiten von unserem eigenen Columbus, weil das natürlich ein Auto ist, anders als die meisten anderen, wo wir hauptsächlich durchlaufen und sagen, was so ist, wo man wirklich eigene Erfahrungen mit einbringen kann. Und das werden wir natürlich bei einem nächsten Fahrzeug wieder machen. Ich kann so viel vorab sagen, wenn er denn geliefert wird, weil auch uns geht es unterm Strich nicht besser als den Kunden, wird es ein Pössl Turbo Vario sein. Also ein Fahrzeug, was auch das klassische Familienkonzept mit dabei hat. Und den werden wir gemeinsam mit euch bestücken, ausstatten, anpassen, damit wir so wie am Ende der Columbus nach 1,5 Jahren in meinen Augen der perfekte Markus Günther Columbus war, werden wir dann ein Pössl Turbo Vario auch nach unseren Familienbedürfnissen umformen, anpassen. Und ich bin total gespannt, ob man nach dann den nächsten 1, 2, 3 Jahren sagt, hey, super wäre es gewesen mit dem oder ist es gewesen mit dem Aufstelldach, aber das GFK-Hochdach ist viel besser oder umgekehrt. Also, seid mit mir gemeinsam gespannt. Das ist so ein bisschen das. Was mich interessieren würde oder was wir überlegen, ist immer noch mal, ob man mit Gesprächspartnern hier irgendwas machen sollte. Aber es ist total schwierig, weil also natürlich machen wir Werbung mit dem, was wir hier machen. Das ist mir klar, das ist auch euch klar, dass das hier ein Kanal ist, den wir als Reisemobilhändler betreiben. Das heißt, unterm Strich steht hier natürlich auch ein bisschen die Aufgabe, die Firma Togo uns als euren Partner kompetent, da bin ich ganz aufgeregt, da muss ich direkt einen Schluck Wasser trinken, euch als kompetenten Partner zur Seite zu stehen mit dem, was da ist. Aber ich hätte durchaus gerne mal einen Sparringspartner, wo man im Gespräch auch mal einfach Fragen stellen kann. Also wir haben durchaus vor, das ein oder andere Firma mal zu besuchen, die sich speziell in unserem Reisemobilthema auseinandersetzt. Aber das erfordert alles so viel Planung und das ist natürlich nicht mal eben zwischen Tür und Angel in unserem Tagesgeschäft gemacht, sondern da muss man tatsächlich schauen. Da würde mich interessieren, ob das für euch interessant wäre, dass wir da irgendwo mal durchlaufen. Es gibt die eine oder andere Firma, die da im Hintergrund steht. Und ob ihr vielleicht eine Idee habt, was euch interessieren würde. Ob sich das dann umsetzen lässt, ich will nicht zu viel versprechen. Aber natürlich wäre ich dankbar, wenn ihr noch Anregungen mit dabei habt. Ganz wichtig fürs kommende Jahr. Wir haben ein sehr bewegtes Jahr 2022 hinter uns. In der Werkstatt haben wir den einen oder anderen Mitarbeiter dazu gewonnen. Da sind wir echt gut aufgestellt. Was ich, und dann nutze ich diese Plattform auch nochmal ganz klar für uns, gerne nochmal sagen wollte, wir sind auf der Suche nach einem kompetenten Mitglied oder also kompetenten Mitarbeiter, Mitarbeiterin für uns im Servicebereich, also Serviceannahme, Kundenbetreuung, Termine, Ersatzteilorganisation, Werkstattorganisation. Das, was mir wichtig ist, ist, dass diese Stelle von jemandem besetzt wird, der eine hohe technische Erfahrung mitbringt.
Das heißt, es muss auf jeden Fall entweder ein eigenes Wohnmobil da sein oder irgendwo in der Wohnmobilbranche gearbeitet worden sein. Es hilft uns leider überhaupt nicht weiter, wenn man sagt, ich traue mir das zu. Weil ich merke, dass man einfach mit dem Kunden im Gespräch die Fehler sich anschauen muss und man muss in der Lage dazu sein, rauszuhören, sich in den Kunden reinzufühlen und zu sagen, hey, was hast denn du da gemacht, um den Fehler, weil vieles lässt sich einfach im Gespräch schon vorher lösen. Also wenn ihr jemanden kennt, der dorthin passen würde, ich glaube, das große Fund, womit wir hier wuchern können, sagt man das? Das ist ein ganz komischer Satz. Einer der großen Vorteile, die wir euch anbieten können, ist, dass man einfach sagt, wir haben super flexible Arbeitszeiten, gerade wenn du vielleicht Camper bist und sagst, ich möchte regelmäßig mal einen Montag frei haben oder freitags ein bisschen früher starten und mit meinem eigenen Auto losfahren. Wir machen das hier Ganze super flexibel. Wir haben anders als im Pkw-Bereich keinerlei Verkaufsdruck auf dieser Serviceposition. Also du musst nicht losgehen und sagen, Bremsen, Fahrwerk, weiß ich was verkaufen. Ich suche jemanden, der mit mir zusammen die Kunden technisch betreut und technisch beraten kann. Und wenn dann am Ende der Kunde sagt, das ist super, das hätte ich gerne, umso besser. Aber es ist nicht die Aufgabe, jedem Kunden irgendwas zu verkaufen, sondern wir wollen unseren Kunden dann im After Sales mit Rat und Tat zur Seite stehen und mit dem Kunden zusammen rausfinden, was für sie das Beste ist. Und wenn es nur eine einfache kleine Reparatur ist oder ein Tipp, der weiterhilft, dann ist das auch gut. Also, wenn du selber Interesse hast, super gerne, wenn du jemanden kennst, dann leite doch einfach unsere Kontaktdaten weiter. Hier unten in der Videobeschreibung verlinken wir dir die Stellenanzeige bei Indeed. Die wird dort auch noch eine Weile zu sehen sein. Also einfach Bewerbungsunterlagen zu mir. Ich würde mich darüber freuen. Wäre für mich auf jeden Fall eine Entlastung. Da habe ich auch mehr Zeit, noch bessere und mehr und schönere Videos zu machen, weil dieser Service-Part viel von meinem Alltag momentan im wahrsten Sinne des Wortes auffrisst. Das war jetzt eine ganze Menge Text über 22, was war, und über 23, was kommt. Aber nun, liebe Kinder, gebt fein Acht, was ich habe euch mitgebracht. Allüberall in den Tannenspitzen sehe ich schöne Preise blitzen. Lasst uns versammeln für das, weshalb wir eigentlich hier sind. Wir wollen Gewinne abstauben! Nein, wir haben, also nicht nein, sondern doch. Genau deswegen sind wir hier. Wir haben ein bisschen geguckt, was wir von unseren Herstellern, Lieferanten geschenkt bekommen haben, und das, was in meinen Augen nett ist, das verlosen wir weiter, damit ihr auch was davon habt. Zu den einfachen Dingen vorweg. Was müsst ihr tun? Im Prinzip gar nichts. Ihr müsst nichts abonnieren, ihr müsst nichts machen, ihr müsst nichts schreiben. Aber irgendwoher müssen wir wissen, dass ihr gewinnen wollt. Deswegen einfach unten in die Kommentare reinschreiben, ich habe Bock zu gewinnen. Ob ihr uns gut findet oder nicht, das ist mir alles nicht egal. Aber das spielt für das Gewinnen oder Nicht-Gewinnen keine Rolle. Ich hoffe auf rege Teilnahme. Und jetzt, Herr Reinig, haben wir überhaupt nicht festgelegt, wann dieses Gewinnspiel ein Ende haben wird. Wann ist das? Anfang des Jahres. Ja, Anfang des Jahres. Das Enddatum dieses herausragenden Verlosungsquizzes wird der 3.1. um 16:32 Uhr sein. Nein? Wir haben noch Urlaub. Okay, da haben wir noch Urlaub. Wir verlängern das Gewinnspiel bis zum 8.1.9:52 Uhr. Letzte Einreichungsmöglichkeit, 8.1.9:52 Uhr. Danach kannst du nicht mehr dran teilnehmen. Spielt aber ja unterm Strich auch alles keine große Rolle. Bevor wir hier ich euch zeige, was da ist. Was wichtig ist, glaube ich, wenn wir hier aus dem Jahr auf das Jahr zurückblicken, ist es, glaube ich, für viele Leute wirklich eine aufregende, teilweise schwierige Zeit, und ich merke, dass es für viele Leute immer schwieriger wird, mit all dem, was rundherum auf uns einprasselt, umzugehen. Und das muss man ehrlicherweise auch für uns natürlich sagen, die Einflüsse aus der Umwelt von Dingen, die wir selber beeinflussen können, und anderen Sachen, die wir eben überhaupt nicht beeinflussen können, sind wahnsinnig vielschichtig, und das ist schon eine Last, die auf einem liegt. Und wenn ich mir so die Rahmenbedingungen angucke mit allem, was drumherum passiert, dann kann ich mir vorstellen, dass für den einen oder anderen das wirklich gerade eine schwierige Phase ist. Deswegen mein Wunsch, und das, seid nett zueinander, seid
nett zu euren Mitmenschen, weil ich einfach immer wieder merke, in dem Augenblick, wo ich demjenigen, der hier vielleicht mit einer Wut, für die ich gar nichts kann, reinkommt, nett gegenübertrete, merke ich, dass die Leute das gar nicht mehr so richtig gewohnt sind, freundlich miteinander umzugehen. Und das ist was wir hier für den Umgang bei uns mit unseren Kunden weiter kultivieren wollen, weiter leben wollen, dass ich einfach denke, wenigstens in unserer kleinen Oase, Togo, Camping, Reisemobil, das Hobby, was wir alle ja lieben, soll es freundlich miteinander zugehen. Also, wenn mal jemand nicht so schnell einpackt, wie ihr das wollt, lächelt eure geliebte Frau, euren geliebten Mann an, sagt, komm, so haben wir mehr Zeit, uns anzuschauen. Ist doch auch schön hier. Wenn irgendwas mal nicht ganz glatt läuft, seid nicht sauer auf die anderen. Gebt ein bisschen mehr weihnachtliche Großmütigkeit von euch und verzeiht den anderen Leuten einfach ein bisschen mehr, weil ich glaube, es ist für alle gerade schwierig, mit der Situation umzugehen. Es kommt wirtschaftlicher Druck, es ist ganz viele unterschiedliche Dinge da. Also seid rücksichtsvoller miteinander, macht euch ein paar schöne Weihnachtstage und dann starten wir alle gemeinsam in 2023 mit guter Laune aus der Phase der Erholung. Vielleicht haben wir Glück und es schneit noch ein bisschen und es kehrt eine gewisse Ruhe ein und wir haben alle ein paar schöne Tage zu Hause und dann geht es in 23 richtig los. Vollgasangriff in Beruf, Freizeit, mit gutem Wetter, vielen schönen Reisen, tollen Freunden, netten Geschäftspartnern und einen guten Job, hoffentlich. Das ist zumindest das, was ich mir wünsche. Ist vielleicht eine große Liste, aber wenn nur 2 oder 3 von den Punkten kommen, dann ist doch auch schon gut. Und wenn ich für mich sagen kann, ich starte in 23 mit guter Laune, dann ist doch schon viel erreicht. Aber was verlosen wir heute? Wir haben gesagt, wir wollen uns bei euch bedanken. Und deswegen haben wir gesagt, wir packen 5 Pakete zusammen für euch mit den quasi 5 Hauptpreise. Es gibt keine Staffelung, sondern ich glaube, es sind alles 5 wirklich schöne Dinge, die unterschiedliche Stärken haben. Und ich zeige euch mal kurz, was die Besonderheiten der Pakete sind. Und zwar haben wir einmal in einem der Pakete diese 2 wunderschönen... Oh, das war zum Glück nur die Hülle. Jetzt muss ich doch noch mal ich soll mir die Augen zuhalten, damit die Kamera unscharf stellt. So filzige, ich würde das Glühweintassen nennen, perfekt für euren Kastenwagen mit so einer isolierten Schicht. Davon haben wir 2 Stück. Deswegen packen wir die zusammen in ein Paket, damit ihr euch am Strand eurer Wahl mit Glühwein in der Hand im Winter zuprosten könnt, wenn ihr ins neue Jahr startet. Das wird allerdings erst von 23 auf 24 sein, weil wir verlosen die ja erst nächstes Jahr. Dann haben wir 2, also nicht 2 in einem Paket, sondern zweimal eine JBL Go 3. Das sind so Bluetooth-Boxen, ich glaube mit Wasser, sind wasserabweisend, machen für die Größe echt wahnsinnig guten Sound, sind kleinhandlich, also perfekt für einen Kastenwagen. Einfach Handy mit dabei und am Strand oder unter der Markise im Auto das hören. Davon haben wir eben die Boxen. Geh mal her, da haben wir eine ausgepackte. Hervorragend, da kommt sie reingeflogen. Also klein, hübsch, von Pösse gesponsert, deswegen steht da auch Pösse Group hinten drauf. Fasst sich gut an, nimmt keinen Platz weg, kann ich euch nur wärmstens empfehlen. Das sind quasi unsere Preise 2 und 3. Und dann haben wir noch 2, das finde ich auch ganz nett. Und ich habe mal eine ausgepackt, so LED USB Tube Lights. Ich habe mir hier mal so einen USB-Adapter schon mal hingelegt. Ich muss das jetzt von hier hinten machen, weil das Kabel nicht weiter reicht. Eine Fernbedienung mit dabei, die könnt ihr im Prinzip mit Magneten irgendwo an die Karosserie kleben. Oder da sind auch so Klebepads mit dabei, dass ihr die überall ins Auto reinkleben könnt. Und dann habt ihr Licht in verschiedenen Gelblicht, also warm- oder kaltweißen Stufen und das Ganze hier über die Kabelfernbedienung dimmbar. Das könnt ihr entweder freistehend einfach mit einer Powerbank irgendwo betreiben oder einfach eine kleine USB-Steckdose ins Auto mit reinpacken. Davon haben wir auch 2. Das heißt, wir haben quasi die 5 Hauptpakete und in jedes dieser Pakete packen wir euch noch ein buntes Sammelsurium an wunderschönen Kleinigkeiten mit rein. Und zwar haben wir Backförmchen, die wir mit reinpacken. Schöne Backförmchen, die wir mit reinpacken. Wir haben verschiedene Schlüsselanhänger, die mit dazu kommen. Wir haben
Mikrofaser-Reinigungstücher mit dabei. Wir haben ein kleines ein A-Pad, also aus Flaschen wiederhergestellte Miniaturhandtuch, was ihr mit an den Strand nehmen könnt. Und so ein, wie hieß das? Von Pössl so ein Stirnband, Halsband, Kopfschutz und damit es hier keine Missverständnisse gibt, einen kleinen Magneten. Da ist so ein Plättchen mit dabei, das könnt ihr irgendwo ins Auto kleben und dann könnt ihr eure Einkaufszettel festmachen. Die ersten Sachen, die ich eben gezeigt habe, sind in allen Paketen drin. Davon habe ich leider nur 4. Das heißt, einer geht leer aus. Und zwar das Paket mit den Tassen hat kein Magnet mit drin, weil da ja 2 Tassen sind. Das ist nur fair, finde ich. Aber so habt ihr auf jeden Fall eine große Sache in jedem Paket. Und dazu viele schöne Kleinigkeiten. Ich hoffe, ihr habt Lust auf die Sachen, schreibt es einfach runter. Wir werden dann ganz offiziell wie im letzten Video das auslosen und euch dann über die Kommentare kontaktieren, damit wir euch die Sachen schicken können. Das Ganze geht wie in den letzten Jahren natürlich, wie in den letzten Verlosungen, natürlich nur mit einer Versandadresse in Deutschland, die wir von euch brauchen. Und ihr müsst volljährig sein, damit ihr daran teilnehmen könnt. Ich glaube, das sind die Sachen, die ich dazu sagen muss, damit das hier alles rechtlich einwandfrei ist. So, heute ist Heiligabend. Ich bin jetzt schon zu Hause in der Realität. Habe hoffentlich schon mit meiner Familie angestoßen. Wir sitzen unterm Weihnachtsbaum. Die Kinder haben vielleicht schon die ersten Pakete ausgepackt. Wenn nicht, werden sie das demnächst tun. Da freue ich mich sehr drauf, weil ich mich vor allem auch darauf freue, jetzt noch mal 10 Tage richtig schön Pause zu haben. Für Silvester in exakt 7 Tagen haben wir für euch noch eine Kleinigkeit vorbereitet. Heute war das vielleicht ein bisschen mehr Fakten, Input, Rückblick, Vorschau, all solche Dinge. Nächste Woche ist einfach nur 2-3 Minuten, vielleicht ein bisschen lustiger. Auch wenn ich schon 2-3 Mal heute gesagt habe, vielen Dank für das Jahr 2022. Ich hoffe, dass wir das Jahr 2023 miteinander genauso schön und gut gestalten. Und bis dahin wünsche ich euch alles Gute, eine geruhsame Zeit zu Hause, fröhliche Weihnachten und guten Rutsch ins neue Jahr.